Was sind eigentlich Kraftorte? Was bedeutet es, an einem Kraftort anwesend zu sein? Und wie findest du deinen persönlichen Kraftort, der dir diese magische Energie schenkt? Darum geht es heute in genau diesem Video und ich freue mich total, dass du heute hier an meinem persönlichen Kraftort mit dabei bist. Danke, dass du hier bist und viel Spaß bei diesem Video. Und wir gehen direkt rein mit der Frage, was sind Kraftorte überhaupt? Für mich persönlich sind Kraftorte Orte, die mich aufladen, die mich erfüllen. Orte mit einer ganz besonderen und irgendwie magischen Energie. Vielleicht weißt du ganz genau, was ich meine. Kraftorte können zum einen wirklich ein physischer Ort sein, wie zum Beispiel der Wald. Kraftorte können aber auch nur fiktiv in deinen Gedanken entstehen. Das sind Orte, die du besuchst, sowohl physisch als auch gedanklich, wo du dich danach aufgeladen fühlst, wo du dich einfach extrem gut fühlst und die eine ganz besondere Wirkung auf dich haben. Der Wald hat zum Beispiel immer so eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Teilweise auch eine sehr belebende Wirkung, wenn irgendwie besonders viel Wind um die Ohren weht und der Kopf nochmal extra durchgelüftet wird. Kraftorte können auch zum Beispiel das Gym sein oder wenn du irgendwie gerne laufen gehst oder schwimmen. Kraftorte sind sehr, sehr vielseitig und können deswegen auch eine sehr, sehr vielseitige Wirkung auf dich haben. Die einen mögen das, wenn Kraftorte irgendwie eher beruhigend wirken. Bei den anderen ist es so, dass Kraftorte sehr belebend wirken. Und deswegen kannst du gar nicht so speziell festlegen, okay, ein Kraftort muss die und die Energie haben, sondern ein Kraftort hat genau die Energie, die du gerade brauchst. Und das kann auch je nach unterschiedlichen Tagen variieren. Wie gesagt, an einigen Tagen bekomme ich durch den Wald eher Ruhe geschenkt, an anderen Tagen bekomme ich durch den Wald eine sehr belebende Energie geschenkt. Und das ist auch das, was ich dir direkt damit mitgeben möchte. Ein Kraftort kann total individuell sein und auch variieren, beziehungsweise die Energie, die du daraus mitnimmst. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, gibt es zum einen Kraftorte, die wirklich real existieren, wie der Wald zum Beispiel. Oder wenn du zum Beispiel im Urlaub bist, gibt es Orte wie zum Beispiel am Meer oder in den Bergen. Orte, an denen du dich einfach besonders wohlfühlst. Und dann gibt es auch Orte, die rein fiktiv nur in deinen Gedanken entstehen, die du zum Beispiel während einer Visualisierung siehst. Eine spezielle Kraftorte-Visualisierung, die werde ich dir auch im Podcast Straff in Zeit hochladen, wo ich dich in einer geführten Meditation, so 15 Minuten ungefähr, durch eine Visualisierung durchleite, wo du einen deiner Kraftorte mal vor deinem inneren Auge visualisierst und in den Genuss kommst, diese Energie des Ortes zu spüren, obwohl du nicht physisch an diesem Ort anwesend bist. Denn das ist eine sehr, sehr besondere Erfahrung, wie du zum Beispiel die Energie von Urlaubsorten spüren kannst, obwohl du nicht wirklich dort anwesend bist. Denn das ist etwas, was uns sehr, sehr oft ja auch irgendwie beschäftigt, dass wir im Urlaub immer schöne Erlebnisse haben und wir sehen uns dann öfter mal am Meer zu sitzen und diese Ruhe, diesen Frieden zu spüren, wenn wir da in den Dünen sind. Oder in den Bergen das Bergpanorama zu sehen und diese beruhigende Energie einfach zu spüren. Und durch diese Visualisierung kannst du gedanklich an diese Orte reisen, die Energie spüren, ohne wirklich physisch dort anwesend zu sein. Und das ist ein wirklicher Gamechanger. Deswegen ist hier in dem Video heute so ein bisschen Input, was Kraftorte überhaupt sind, welche Energien, welche Wirkung Kraftorte auf mich haben, was ich dir mitgeben möchte. Und im Podcast Straff in Zeit, die Folge werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung noch verlinken, bekommst du dann die geführte Meditation von mir für dich geschenkt, wo du gerne mal an einen deiner Kraftorte reisen kannst. Und ich mache das auch total gerne so, ein kleiner zusätzlicher Punkt, dass ich die Visualisierung an genau diesem Ort hier mache, im Wald, an einem meiner Kraftorte. Und was da nämlich passiert, ist total spannend, weil ab und zu diese Grenzen zwischen real und fiktiv total verschwimmen. Was meine ich damit? Dass ich hier dann die Visualisierung im Wald mache und ganz genau wahrnehme, was kann ich sehen, was kann ich hören, was kann ich riechen, diese frische, klare Waldluft und was kann ich fühlen, ja? Was kann ich tasten, sowohl auf der, was kann ich wirklich anfassen und was kann ich fühlen auf der feinstofflichen Ebene, auf der energetischen Ebene. Und indem ich das alles so intensiv wahrnehme,
erschaffe ich dieses Bild vor meinem inneren Auge sehr, sehr detailliert. Das heißt, wenn ich dann zu Hause in der Visualisierung sitze und dieses Bild von dem Wald hier vor meinem inneren Auge erschaffe, dann fühlt sich das für mich so real an, dass manchmal diese Grenze verschwimmt. Okay, bin ich jetzt gerade wirklich an diesem Ort anwesend oder sitze ich gerade bei mir zu Hause auf dem Sofa und bin in der Meditation drin? Und dann denke ich immer kurz so, okay, ja, du hörst jetzt gerade nicht original den Waldsound, das heißt, du bist gerade bei dir zu Hause, aber dieses Bild ist so real. Und das meine ich damit. Du kannst diese Energie spüren, obwohl du nicht wirklich an diesem Ort anwesend bist. Und deswegen hat das Thema Kraftorte so eine besondere Wirkung für mich oder so eine besondere Bedeutung für mich, die ich dir auch vermitteln möchte. Weshalb das Thema Kraftorte einfach so besonders ist und weshalb mich das so freut, dass ihr auch so zahlreich eure ganzen Kraftorte geteilt habt. Wie der Wald hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt, das Gym, die Sauna, die Berge, am Meer zu sein, auch Personen oder Tiere, die Kraftorte für euch sind. Das kann so vielfältig sein. Und auch hier möchte ich nochmal ganz stark betonen, dass du nicht nur schwarz oder weiß denken kannst, sondern dass gerade bei Kraftorten super viele Farben existieren. Super viele Möglichkeiten und Variationen, wie du deinen Kraftort definieren kannst. Frag dich gerne einfach mal, was gibt mir Energie? Was gibt mir Kraft und wo fühle ich mich besonders wohl? Das können Orte sein, das können Personen sein, das können Tiere sein, das können fiktive Orte sein, die nur in deiner inneren Welt existieren. Und regelmäßig an diese Orte zu reisen, dir genau dafür Zeit zu nehmen, das verändert sehr, sehr viel. Und das hat so einen wundervollen Einfluss auf dich. Du fühlst dich einfach gut. Und warum solltest du dir das nicht regelmäßig erlauben? Und durch diese Visualisierung, durch die Meditation, die ich dir unten verlinkt habe, kannst du genau das auch bei dir zu Hause trainieren. Du musst nicht erst in Urlaub fahren, um an diesen Kraftorten wirklich anwesend zu sein, beziehungsweise um die Energie daraus mitzunehmen. Das kannst du auch genau jetzt zu Hause tun, wie du da gerade sitzt und dir das Video anschaust. Geh in die Visualisierung rein und lass mir gerne ein bisschen Feedback da, wie das für dich funktioniert hat. Und wenn du magst, teile hier gerne mal in den Kommentaren, was dein persönlicher Kraftort ist. Wo fühlst du dich besonders wohl? Welcher Ort gibt dir Kraft? Welcher Ort lädt dich auf? Und wie fühlst du dich, nachdem du an diesem besonderen Kraftort anwesend warst? Danke, dass du mich hier heute wieder ein kleines Stück auf meinem Waldspaziergang begleitet hast. Ich hoffe, ich konnte dir hier so einen kleinen Eindruck davon vermitteln, wie Kraftorte mein Leben beeinflussen und was ich dir daraus gerne mitgeben möchte, wie du diese Energie auch bei dir im Alltag integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Erforschen deiner Kraftorte und ich wünsche dir auch ganz viel Spaß beim Eintauchen in diese Meditation, in diese Visualisierung und wünsche dir einen wundervollen Tag. Ganz viel Energie für dich und bis zum nächsten Video. Dein Niklas.